Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe eine Folge von der OOP 2025 mit im Gepäck. Bei mir zu Gast war Kyrie Kure. Sie ist User Experience Designer und hat mit mir über das Thema Product Discovery gesprochen. Wie können wir möglichst früh alle Informationen über das Produkt sammeln und vor allem die Nutzer- und Anwendersicht einnehmen? Wie so ein Prozess aussehen kann, zeigt sie uns in der aktuellen Folge. Und wie immer gilt, wenn ihr Feedback, Wünsche, Vorschläge oder sonstiges zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne an podcast@software-testing.fm. Ich freue mich auf eure Nachricht. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Kyrie, schön, dass du da bist. Ja, hallo Richie. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Ja. Und dass wir mal quatschen. Auf jeden Fall. Das ist ja so eine kleine Nachfolge zur OOP, dadurch, dass ich dieses Jahr nicht bei der OOP sein durfte, oder ich durfte schon, aber ich konnte nicht. Aber ich habe gesagt, ich möchte trotzdem die Themen bei mir im Podcast haben, die ich spannend finde. Und dein Thema fand ich spannend. Drum bist du jetzt hier. Sehr schön, ja. Ja, und zwar habe ich so den Abstract gelesen und da ging es darum, um das Thema Product Discovery auch, also wie man frühzeitig Leute mit an Bord holt oder hol uns mal rein, was ist denn da, worum geht es denn da eigentlich? Also, wenn man eine Idee hat, Software zu machen, dann ist es ja meistens eine Idee oder irgendwie, man hat irgendwas erlebt und denkt sich, vielleicht müsste man dazu mal was bauen. Aber Software ist ja teuer und dann kann man ja nicht einfach loslegen und Leuten Bescheid sagen, dass sie mitmachen sollen und das irgendwie organisieren oder so, sondern man setzt sich ja Ziele, man überlegt sich, welches Budget man hat, für wen das sein soll und solche Dinge. Und die Product Discovery ist unter anderem dazu da, das, was unklar ist, so gut wie möglich zu klären und Unsicherheiten rauszunehmen. Und dass man sich auch gute Ziele setzt und sicher geht, dass man das Richtige baut für die richtige Nutzergruppe, sag ich mal, für die richtigen Menschen so wenig Fail wie möglich oder den Fail sozusagen vorbeugt. Also auch so früh wie möglich quasi die Dinge zu klären. Ja, genau. Ja, das ist ja das, was ja wir Tester ja auch immer wollen. Also da kommen mir ja schon Tränen in die Augen vor Freude, wenn ich das höre. Wir klären Unklarheiten frühzeitig. Das ist ein Träumchen. Ja, sehr schön. Und nimm uns mal da so ein bisschen mit rein. Wie funktioniert denn so eine Product Discovery? Ich sag's mal so, es gibt kein festgelegtes Vorgehen. Es gibt da so ein paar Menschen, so Product Coaches und Personen, die, glaube ich, so durch ihre Erfahrungen so Vorgehen rausgefunden haben. Und das funktioniert meistens ganz gut. Also zum Beispiel, dass man also wir machen das jetzt so, dass wir mit einem Workshop starten und erstmal alles, was an Wissen da ist, sammelt und guckt, was ist denn ganz sicher valides Wissen und was ist eher riskant, da einfach so dran zu glauben. Das will man ja eigentlich nicht. Und macht sich sozusagen in diesem ersten Workshop klar, wo sind denn unsere blinden Flecken und wo müssen wir eigentlich noch weiter forschen und lernen und untersuchen. Da ich ja User Experience Designerin bin, gehe dann sozusagen, empfehle den Nutzer Research, dass man die Prozesse, die Menschen, die mit der Software später arbeiten sollen zum Beispiel, genauer untersucht und sich das mal anguckt. Die eigenen Annahmen und die Vorstellungen, die man ja im Kopf hat, validiert sozusagen. Dass man ein viel klareres Bild davon hat, was man eigentlich in der Software abbilden möchte. Ne? Und danach kann man dann noch weitere Workshops anschließen und zum Beispiel mit so Kreativmethoden, also erstmal das Problem
definieren. Meistens findet man im User Research nämlich noch mehr Sachen raus und dann gibt's noch mehr Ideen. Ah ja, man müsste noch das und das machen und dann füllt sich sozusagen die Tüte. Aber das hilft wahrscheinlich nicht, ne? Wenn man auf einen MVP zum Beispiel raus will, dann sollte man sich vielleicht erstmal auf eine kleine Sache fokussieren oder so, die aber dann möglichst viel Mehrwert bringt. Und genau, das kann man dann nach diesem User Research, wenn man das Problem klar hat, ja, mit Kreativmethoden unter anderem erarbeiten. Also wir nennen das Ideation zum Beispiel und überlegt sich im Team, wie denn so eine Lösung aussehen könnte. Und das ist dann auch ziemlich konkret auf dem Papier gemalt. UI sozusagen in ganz grob. Und das baue ich dann zum Beispiel mit meinen Kollegen und wir machen dann einen rudimentären Prototypen, je nachdem wie die Anforderungen sind, so einen einfachen Click-Dummy draus, dass man den testen kann. Also dass man eigentlich sehr, sehr schnell Feedback dazu hat, ob die eine Idee, die man jetzt sozusagen erstmal visualisiert hat, überhaupt so Sinn macht. Klingt schon mal gut. Das müssen wir in die Einzelteile, müssen wir da noch ein bisschen tiefer reingehen. Du hast gesagt, also dieser erste Workshop, da wird alles Wissen einmal zusammengetragen. Aber was denn zum Beispiel? Was kommt denn da zusammen? Also erstmal kommen möglichst alle Menschen zusammen, die an dem Projekt oder Produkt irgendwie beteiligt sind oder ein Interesse drin haben, Einfluss haben, Wissen mitbringen. Das sind meistens klassischerweise natürlich jemand aus dem UX, dann EntwicklerInnen, Product Owner, weitere Stakeholder, manchmal sind Geschäftsführer oder so dabei, ne? Die haben ein besonderes Interesse dran. Und richtig gut ist es, wenn man auch schon so nutzernahe Personen dabei hat. Zum Beispiel aus dem Feedback-Team, aus dem Support oder so. Leute, die Kundenkontakt haben aus dem Sales oder sowas. Die können einem auch schon so ein bisschen Hinweise geben. Und die Tester wollen wir auch dabei haben. Ja. Ja, klar. Genau. Dann macht man zum Beispiel ein ganz klassisches Mapping davon. Ich weiß nicht genau, wenn man jetzt sagt, es gibt das ist eine Dokumentationssoftware oder so. Was macht denn dieser Mensch eigentlich, der da dokumentieren soll? Und alle, die bei diesem Workshop da sind, sagen halt, wieso ihre Perspektive drauf ist, was sie halt wissen. Und dann hat man ja sozusagen eine kleine Timeline und ja, ein User Journey, sagt man ja, ne? Also man hat sich erzählt, was diese Person da eigentlich genau tut. Das heißt, es geht auch wirklich um die Nutzersicht und um den Prozess, den der Nutzer, der Anwender dann auch, den man erwartet, den er durchführen wird. Ja. Um das mal klar zu machen. Es ist natürlich auch gut, wenn schon technologische Rahmenbedingungen irgendwie da sind, ne? Dass solcher Input auch kommt, wenn gesagt wird, ja, das ist aber in einer großen Werkshalle, da ist vielleicht gar kein WLAN, Internet ist irgendwie nicht so leicht zugänglich oder wenn es jetzt eine medizinische Anwendung ist, die zulassungspflichtig ist, dann gibt es irgendwelche regulatorischen Vorgaben, die man berücksichtigen muss. Also sowas ist natürlich super wichtig, wenn das am Anfang auch schon klar ist. Und was hast du da Erfahrung oder wie habt ihr das konkret bei euch gemacht oder wie macht ihr das, dass ihr diese Informationen dann irgendwie sammelt? Bleibt das auf dem Whiteboard oder wird das irgendwie strukturiert? Ja, wir arbeiten vor allem in Miro zum Beispiel, also in irgend so einem Whiteboard-Tool. Wir versuchen bei diesen Workshops schon in Person zusammenzukommen, aber am Ende also es leben leider nicht alle unsere Kunden in Hamburg, sondern man geht dann wieder auseinander und arbeitet dann so irgendwie remote wieder weiter zusammen. Es ist dann am Ende irgendein digitales Ergebnis, woran man ja kollaborativ sozusagen weiterarbeiten kann und wenn Bedarf ist, kann man reinschauen oder Sachen ergänzen. Okay. Und dann hast du gesagt, also quasi nach diesem Workshop, da empfiehlst du dem Kunden dann auch so eine User Research, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist denn der Trigger dazu und was passiert dann dort? Also was oft in diesem ersten Workshop passiert, wenn man sich erzählt,
was macht denn der Nutzer da eigentlich genau, dann kommen Fragen auf. Also dass jeder hat so eine andere Sicht da drauf und dann sind da plötzlich so Lücken. In dem einen Workshop, in dem ich war, da hieß es dann, ach so, Moment, also die müssen ja Handschuhe tragen. Wann ziehen sie die denn an und wann ziehen sie die aus? Da ging es um Touch-Oberflächen und man möchte eigentlich nicht den Nutzer dazu zwingen, dass er ständig Handschuhe wechseln muss. Und das ist schon ein ziemlich wichtiges Detail. Und das wusste keiner so genau. Ja, genau. Oder an so einer Maschine, wenn da jemand was bedient, dann gibt's ja vorher eine quasi Variante mit physischen Knöpfen und wenn das irgendwie digitalisiert werden soll mit einem Display oder so, dann muss man sich ja überlegen, wofür sind denn genau diese Knöpfe da und in welcher Reihenfolge macht er das? Und viele Leute in der IT, mit denen ich zu tun habe, die wissen das so grob, was da eigentlich gemacht werden soll, aber nicht im ganz, ganz Einzelnen, was so die einzelnen Schritte sind, jeder Handgriff, ne? Das ist ja wahrscheinlich wichtig, dass das in der Software auch drin ist. Auf jeden Fall. Und wie geht's dann, wie sieht so eine User Research dann aus? Ist das auch ein Prozess, der ein bisschen standardisiert ist oder mit dem du ja auch Erfahrung hast? Ja. Also wenn wenig bekannt ist, dann macht man vor allem Beobachtungen zum Beispiel oder Interviews, die mehr oder weniger offen sind. Dann spricht man halt mit den tatsächlich Nutzenden und lässt sie sozusagen erzählen, womit sie so im Alltag zu tun haben, was sie da genau machen. Und man überlegt sich natürlich vorher so ein bisschen den Leitfaden. Man hat ja diese User Journey sich aufgemalt, dass man sich auch die blinden Flecken, die man da hatte, das, was man klären möchte, auch mitnimmt und genau die Antworten mit wieder zurückbringt, sozusagen. Und dazu, also gibt es speziell ausgebildete Menschen. Im User Research sind das oft auch Psychologen, Psychologinnen oder aus der Ethnologie kommen manchmal Leute, die halt tatsächlich so diese qualitativen Studien durchführen können. Das ist aber kein Hexenwerk. Also es ist besser, jemand macht das, als wenn sowas gar nicht vorhanden ist. Weil, also es geht vor allem darum zu lernen von den Menschen, die diesen Job machen, wie sie ihn genau machen, damit man den in der Software auch korrekt abbildet. Und also gerade bei Digitalisierung muss man dann ja auch entscheiden, ist es überhaupt noch notwendig, dass jemand was ausdruckt und einscannt und hochlädt oder kann man da vielleicht was anderes machen, ne? Ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges, weil es klingt natürlich jetzt auch sehr strukturiert, wie die User befragt werden und wie das so abläuft. Aber es geht ja eigentlich nur darum, ein besseres Verständnis zu haben. Und jedes Verständnis, was man dazu gewinnt, ist besser als das, was man vorher hatte. Also ich glaube, da muss man auch nicht in Perfektion sterben, sondern da hilft auch jeder Input, den man kriegt, ne? Genau, wichtig ist, dass man dass man das regelmäßig weiter betreibt. Also man lernt immer dazu, man schafft es nicht, direkt am Anfang sozusagen die Wahrheit zu finden und alle Menschen, die die Software nutzen sollen, zu befragen, sondern man hat immer so einen kleinen Ausschnitt und nimmt das mit. Und also das, finde ich, passt eigentlich ganz gut zu einem agilen Arbeiten dazu. Das ergänzt sich irgendwie, weil man ja lernt und weiterentwickelt und dann nochmal weiterguckt und sich so einem Ziel nähert. Verstehe. Jetzt habe ich, also wenn ich bei mir in Projekten so Prozessverbesserung zum Beispiel mache, ne, dann mache ich sowas Ähnliches auf einer anderen Ebene. Frage die Mitarbeiter zum einen, ja, was macht ihr denn so den ganzen Tag und hör mir das mal an. Und dann beobachte ich die auch, was sie tun. Und da ist manchmal schon ein großer Unterschied, was sie wirklich tun und was sie eigentlich sagen, was sie tun. Was sind denn da so deine Erfahrungen? Ja, also trifft auf jeden Fall zu. Viele Leute, denen ist ihr Job halt so total ins Blut übergegangen. Für die sind manche Details einfach gar nicht mehr wichtig. Die machen einfach Handgriffe, weil sie die jeden Tag so machen. Und dann erwähnen sie die vielleicht auch gar nicht. Ne? Deswegen ist es schon wichtig, auch
dabei zu sein und sich auch den Ort, wo sie arbeiten, anzugucken. Mh, vorsichtig, also nicht, dass sie sich beobachtet fühlen oder kontrolliert oder so, das ist da manchmal auch ein Problem. Ähm, genau, aber dass man einfach mal schaut. Manchmal ist der Arbeitsplatz auch ganz eng oder jemand muss ganz weite Wege laufen oder es ist einfach laut. Dann sind zum Beispiel so Möglichkeiten wie Sprachaufzeichnung oder so vielleicht schwierig. Und das lernt man dann halt vor Ort. Mhm. Ja, da gibt's Ja, total viel zu erfahren, glaube ich, aus dem Umfeld, ne? ja, Woran man gar nicht auch denkt. Ne? Das ist ja. sehr, sehr interessant. Jetzt ist diese User Research fertig. Ihr kommt zurück. Was macht ihr jetzt damit? Ja, dann ist man total aufgeladen mit ganz viel Wissen und Erkenntnissen. Also es ist richtig cool, wenn man das, also ich arbeite ja für einen Dienstleister, wenn ich das mit meinen Kunden zusammen dann auswerten kann. Das ist immer total schön zu sehen, weil die sich dann auch wirklich freuen und so, aha, und sich an Zitate erinnern und ja, das war ja cool, dass er das so und so gesagt hat. Und da passieren halt Sachen, die sich nie hätten vorstellen können. Und da muss man halt gucken, dass man das wieder so ein bisschen zusammenführt und sich überlegt, ja, also ganz konkret, diese User Journey, die man da hatte, diese Prozess, auch, wie nennt man das, Map, sage ich jetzt einfach mal, ähm, die reichert man dann halt an und hat die sozusagen im Research validiert ähm, und überlegt sich, okay, diesen Bereich, den wollen wir jetzt in der Software abbilden. Dazu wollen wir eine Idee sozusagen ausarbeiten. Was ist denn das genau? Und ähm, welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Ähm, also genau, im Online-Shopping ist es ja nicht so, dass jemand das Problem hat, dass er keine Kleidung kaufen kann und deswegen gibt es Apps oder Online-Shops, sondern da gibt es ja so kleinere Teilprobleme und die pickt man sich raus und formuliert die auch möglichst konkret, damit man dann im darauffolgenden Workshop ja auf Ideenfindung, Lösungsfindung sozusagen gehen kann. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was ist eigentlich das Problem? Ne? Ich glaube, generell wir in der Softwareentwicklung, ich verallgemeine das mal so, wir sind immer sehr stark, wir wollen immer auch die Dinge schaffen und ganz was Neues und noch hier Funktionalität rein und verlieren manchmal aus dem Fokus, was eigentlich das Problem ist, was damit irgendwo gelöst werden soll. Genau. Merke ich auch gerade bei ganz vielen KI-Workshops. Ich will jetzt KI verwenden und dann gibt es eigentlich gar kein Problem, wo es drauf passt. Ja. Also das passiert schon häufig. Und du hast vorher gesagt, da geht man dann auch zum Beispiel mit so Kreativtechniken jetzt dann ran in den nächsten Workshops. Und du hast auch eine genannt, ich habe es leider nicht genau verstanden, aber kannst du da was sind das so für Methoden, die ihr dann verwendet, um da noch Ideen und Lösungen rauszuentwickeln? Ich muss mir ganz kurz überlegen, welche ich denn genannt habe. Oh. Das können wir leider nicht zurückspulen. Das fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Also, eine, die ich glaube relativ bekannt ist, weil man die auch ganz leicht so ausprobieren kann, ist eine, die heißt Crazy 8. Und da kann man zum Beispiel einfach ein DIN A4-Blatt nehmen und sich das so falten, dass man, ich glaube, 8 Kästchen dann hat. Und ist dann ganz, ganz hart getimeboxt und hat, ich weiß gar nicht wie viele Minuten, also es ist wirklich gefühlt super wenig Zeit und soll einfach in ein Kästchen eine Idee skribbeln. Und also, dass die Zeit so begrenzt ist, führt halt dazu, dass man einfach irgendwas aufs Blatt rotzt und nicht zu viel drüber nachdenkt, sondern dass man schnell in die Breite oder irgendwie einfach Ideen raushaut. Und das soll das erstmal auflockern und auch so ein bisschen davon wegführen, dass man überlegt sich ja dann eine Lösung und dann fallen einem so andere Anforderungen ein und versucht die dann reinzubringen und dann dreht man sich so ein bisschen in seinem eigenen Kopf und hat dann viel Zeit mit irgendwas verbracht, weiß aber nicht so genau,
also ob es jetzt eine gute Idee war oder nicht. Und in so einem Workshop ist das Ziel, dass man halt erstmal in die Breite geht und möglichst viele Lösungsansätze schafft, damit man danach dann nochmal gemeinsam überlegen kann, okay, was ist denn jetzt vielversprechend und mit welchem wollen wir denn weitergehen? Musst du mir nochmal denken, was mache ich jetzt mit den anderen Kästchen? Achso, genau. Ja, also dann ist die Aufgabe, also man soll dann halt acht Ideen irgendwie raushauen und kann entweder das, was man vorher gemacht hat, nochmal irgendwie neu zeichnen oder sich einen anderen Ansatz suchen. Also unsere ModeratorInnen, die haben dann immer so auch so Triggerfragen, die sagen dann halt irgendwie, denk doch mal in eine ganz andere Richtung oder überleg dir doch mal eine Sache daraus, die du vorher gezeichnet hast, ob du die vielleicht nochmal irgendwie verfeinern möchtest oder so. Und also ich finde, da ist die Moderation schon wichtig, dass man nicht einfach nur also es ist ein Rumspinnen, aber dass man so ein bisschen geführt wird und sich nicht auf eine einzelne Lösung schon zu früh einschießt. Verstehe, ja. Ja, also das ist natürlich schon eine tolle Methode, auch um möglichst rasch einfach Ideen mal zu generieren. Ne? Darum geht es ja auch in dem Moment und die kann man ja dann auch feiner ausarbeiten und dann auch noch weiterdenken. Ne? Ja, genau. Und was ist denn so deine Erfahrung oder machst du das auch dann quasi nach diesem zweiten Workshop, wenn dann so die ersten Lösungen sind, da auch nochmal das Feedback zurückzugeben an den Anwender oder das nochmal mit dem zu besprechen oder mit dem Kunden? Wie macht ihr das? Also der Kunde ist meistens dabei. Also jetzt unser Kunde, mit dem wir sozusagen dieses Projekt haben. Und es kommt so ein bisschen drauf an, wie es sein soll. Man kann direkt man hat dann ja eigentlich Sachen auf Papier gezeichnet, mit diesen Paper-Prototypes sozusagen schon in Tests gehen und NutzerInnen befragen. Man kann aber, wenn es ein bisschen komplexer ist, quasi erstmal einen digitalen Klick-Prototypen machen. Das dauert dann ein bisschen länger, aber ja, man geht im Grunde mit der Idee, die man da im Workshop ausgearbeitet hat, erstmal los und validiert, ob die eigenen Annahmen zutreffen und ob man jetzt daneben liegt oder ob es irgendwie schon Sinn macht. Ja, es ist so logisch, das so zu machen, ne? Weil man einfach früh das Feedback auch hat und wie du sagst, auch fail early, also da auch möglichst rasch mal einfach auch zu schauen, okay, wir brauchen eine Kurskorrektur und viele Projekte machen es immer noch so, dass sie 2 Jahre vor sich hinbauen und dann mal dem Kunden das zeigen und der weiß gar nicht, oder dem Anwender und der weiß gar nicht, was er damit machen soll, ne? Ja. Genau. Ja. Was würdest du denn jetzt, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, das ist klasse, das sollten wir auch machen, aber mein Chef sagt sicher nein. Was könntest du dem für einen Tipp geben, wie wir es vielleicht beim Chef doch durchkriegen? Ja, ich würde erstmal fragen, warum denkst du, warum der Nein sagen würde? Und wenn es jetzt so zeitlicher und finanzieller Invest ist, dass er denkt, dass das vielleicht zu teuer wäre oder so, würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen, weil man sehr, sehr früh Fehler vermeidet. Man holt sich ja sehr früh schon Feedback rein mit Dingen, die gar nicht programmiert sind. Also wir machen das in einem quasi Design-Team, zwar mit Devs, von denen wir uns dann Feedback holen und die dann auch das gemeinsame Verständnis haben. Aber da ist eigentlich keine Zeile Code geschrieben. Und man kann sozusagen den Kurs ganz früh schon so ein bisschen korrigieren, bevor der am Ende so total in eine falsche Richtung gegangen ist. Also das ist eigentlich eine Risikominimierungsmaßnahme und diese Berechnung vom Return on Invest von UX und solchen Sachen ist total schwierig. Man kann ja nicht sagen, wie teuer ein Fehler tatsächlich am Ende eigentlich gewesen wäre, wenn man den Weg gegangen wäre. Aber ja, also wenn man jetzt mit so einer Discovery-Phase von, ich weiß nicht, 2-3 Monaten oder so rechnet, ganz am Anfang
das vielleicht auch gar nicht versucht, so groß zu machen, sondern mit ein bisschen Research wenigstens so ein Minimum an Validierung irgendwie hat und damit losgeht, dann lohnt sich das schon. Also Ja, ich denke auch. Ne? Also ich glaube vielleicht gerade mit der Risikominimierung und auch, dass es ja vielleicht gar nicht so viele Kosten, so große Kosten sind, weil kann es ja auch, wie du sagst, auch leichtgewichtig machen. Und dann fährt halt einfach mal einer rum beim Anwender und schaut sich das bei dem an und holt sich dann mal die Informationen. Also das kann schon viel bringen, ja. Ja, Kyrie, vielen lieben Dank für dieses mal Durchführen durch diese Product Discovery und auch mit der User Research. Ich fand das sehr spannend. Ich glaube, das tun wir in unserer Branche viel zu wenig, uns darüber Gedanken zu machen. Und darum finde ich das auch einen sehr wertvollen Impuls hier im Podcast. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Und vielleicht sehen wir uns ja mal bei einer Konferenz dann auch in echt. Und genau, bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Ne? Ja, danke schön. Tschüss. Ja auch. Tschüss.